Es geht heute um Fahrtenschreiber im Wohnmobil. Und zwar speziell um Fahrzeuge bis 7,49 Tonnen. Und da haben einige Camper Erfahrung gesammelt. Und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Viele werden jetzt sagen, das ist Unsinn, das gibt es gar nicht. Im Wohnmobil braucht man keinen Fahrtenschreiber. So habe ich bisher auch gedacht. Ich habe mehrfach recherchiert, habe von vielen Informationen dazu bekommen. Ich hatte das Ganze bei Facebook auch veröffentlicht. Und ja, jetzt sind Fälle hier auf dem Campingplatz, die mir bekannt geworden sind. Also Camper, meine Nachbarn zum Beispiel, die sind auf ihrer Reise hierher von der Polizei angehalten worden. Und dort wurde nach der Fahrerkarte gefragt und nach dem Fahrtenschreiber, der natürlich nicht vorhanden war. Das sind alles Fahrzeuge, von denen ich hier Kenntnis habe, die also nicht gewerblich unterwegs sind, sondern rein privat unterwegs sind. Und ja, da hören wir jetzt mal rein, was den Einzelnen jetzt hier passiert ist. Ich habe hier auf dem Platz 2 gefunden, die da gerne auskunftsbereit waren, die hier mir vor der Kamera Rede und Antwort gestanden haben dazu. Das muss ich noch ergänzen. Es geht um Wohnmobile mit Anhänger, die über 7,5 Tonnen kommen. Das heißt, egal, ob ich jetzt 6 Tonnen habe und 2 Tonnen Anhänger oder ob ich 7,49 habe und 1,5 Tonnen Anhänger. Also das wollte ich noch ergänzen. So, neben mir steht mein Nachbar hier auf dem Campingplatz, das ist Thomas. Und Thomas hat Erfahrung gesammelt zum Thema Fahrtenschreiber. Thomas, erzähl uns kurz, was ist dir passiert? Ja, also wir waren auf dem Weg ja hier nach Spanien und sind morgens zu Hause losgefahren, unterwegs immer mal Pause gemacht, weil wir ja auch einen Hund mit haben. Und naja, dann sind wir im Raum Hessen, also kurz vor Kirchheim gewesen, auf dem Weg nach Rheinmünster. Dort wollten wir übernachten und sah schon im Spiegel immer einen Streifenwagen neben mir langsamer fahren. Man konnte sehen, dass die beiden sich unterhalten haben und dann fuhr der rechts rein. Da habe ich gedacht, die wollen was von uns. Ja. Dann sind sie die ganze Zeit hinter uns hergefahren, dann kamen sie vorbei und dann kam Follow Me. Ja. Also dann am Parkplatz rauf. Wir haben uns schon gefragt, was wollen die wohl von uns? Ja, du musst mir vielleicht noch eben kurz vorher sagen, was für ein Fahrt du hast. Ein Wohnmobil mit einer Größe und Gewicht? Ja, wir haben also einen Concorde, 7,49 Tonnen, also knapp 7,5 Tonnen. Ja. Anhänger hinten dran mit PKW oben drauf. Ja. So. Und dann sind wir auf den Rastplatz gefahren. Dann stiegen die beiden aus, kamen an mein Fahrerfenster ran und haben freundlich Guten Morgen gesagt oder Guten Tag gesagt. Und wir allgemeine Verkehrskontrolle, können wir mal Ihren Führerschein sehen, Ihre Papiere, auch vom Anhänger. Ja. Und ja, habe ich dann rausgesucht, den gegeben, bin dann raus aus dem Auto. Ja. Und ja, dann haben sie sich das angeguckt und dann sagte der dann also, dass ich ihm ach so, meine Fahrerkarte. Da habe ich gesagt, wieso Fahrerkarte? Das ist doch kein LKW, das ist ein Wohnmobil. Ja. Na, Sie müssen bei dem Gespann, bei dem Gewicht, müssen Sie eine Fahrerkarte haben und sind damit auch an die Sozialvorschriften gehalten, also wie Ruhezeiten und so weiter. Ne? Ich sage, das ist ja merkwürdig, das kenne ich gar nicht. Ne? Nee, das können Sie auch nicht unbedingt wissen. Das ist seit einem Jahr in der EU verabschiedet worden und ja, trifft viele jetzt. Ne? Naja, gut. Und so, dann hat er mein Wohnmobil von allen Seiten, also vorne seitlich und hinten fotografiert oder das gesamte Gespann. Und dann haben sie meine Papiere fotografiert und auch meinen Führerschein und sind dann weitergefahren, haben gewünscht, gute Reise. Ja. Und ja, wir waren total perplex eigentlich. Was wollten die nun von uns? Weil das war, wie gesagt, eben vollkommen fremd für uns. Ne? Ja, und wir fahren dann schon viele Jahre Wohnmobil und auch viele Jahre mit dem Anhänger hinten dran. Ja. Und noch nie irgendwas. Und die Polizei fährt ja öfters mal an einem vorbei. Oder wenn wir auf dem Rastplatz sind, dann sieht man auch mal die Kollegen da, die LKW-Fahrer überprüfen und so weiter. Und es hat sich noch nie jemand für uns interessiert. Ne? Naja, also wir haben uns unterwegs dann natürlich auch den Kopf gemacht, warum, wieso, weshalb, aber es ist halt so. Ja, und die haben gesagt, also sie würden sich dann, ich würde irgendwann Bescheid kriegen. Aber also eine Anzeige würdest du kriegen, ja. Bis heute habe ich noch nichts gesehen und gehört. Nein, wie lange ist es jetzt her? Circa? Das war am
28. Oktober circa so. Ja, also mehr als einen Monat ist es jetzt schon her. Mehr als einen Monat her. Ja, okay. Ja, gut, so. okay. Bis jetzt noch nichts gekommen. Nee, okay, da müssen wir jetzt mal abwarten. Jetzt hast du aber im Internet auch mal recherchiert. Genau. Und da hast du was gefunden. Ja, also ich habe dann ganz viele verschiedene Aussagen gefunden. Also erstmal habe ich das mal in die Concorde-Gruppe eingestellt. Ja. Von den Concorde-Leuten eben auch solche und solche Aussagen gekriegt. Und dass viele gesagt haben, das stimmt alles gar nicht und dummes Zeug und naja, wie auch immer. Ja. Es ist nicht so. Und dann sagte einer, er hat vor einer Woche gerade ein 18 Tonnen Mobil abgeholt, da ist auch kein Fahrtenschreiber drin und also man weiß es gar nicht. Also das ist Quatsch. Ne? Ja. Und naja, der eine Polizeibeamte sagte, also es könnte 1.500 € kosten. Ja, ja. So, das würde mich natürlich schmerzen, aber ja, okay. Ja, wichtig ist ja, wir wollen ja versuchen, irgendwo Gründe und Klarheit zu finden bei der ganzen Geschichte. Und was hat der Polizist noch irgendwas gesagt dazu? Ja, also ich habe dann, wie gesagt, das ja in die Concorde-Gruppe eingestellt. Ja. Und dann hat ein Kollege aus der Gruppe mich angeschrieben und der wollte dann so ein bisschen nähere Angaben haben, weil er schon mal im Liner-Treff sich darum gekümmert hat. Also 2 Fälle, glaube ich, hatte er schon. Mhm. Und er wollte dann mit dem Beamten mal Kontakt aufnehmen. So, ich habe ihm dann die Visitenkarte rüber gemailt und er hat mir dann anschließend geschrieben, dass er mit dem längeres Gespräch... Also mit dem Polizisten hat er ein Gespräch geführt, ja. Hat ein längeres Gespräch geführt. Und da kam eigentlich bei raus, eben, dass wir uns an die sozialen Vorschriften halten müssen und dass er einen Präzedenzfall kreieren will. Genau, ja, und, genau. Ja. Und jetzt habe ich habe ja auch einiges recherchiert und habe auch viele Informationen von einigen Campern gekriegt und von verschiedenen Leuten gekriegt. Und da wird dann gesagt, es geht in erster Linie, oder es geht nur, nicht in erster Linie, sondern es geht nur um Fahrzeuge mit Anhänger. Das heißt, wenn man mit seinem Zugfahrzeug, was 7,49 Tonnen hat, noch einen Anhänger zieht und über 7,5 Tonnen kommt, dass man dann einen sogenannten Fahrtenschreiber und damit auch eine Fahrerkarte braucht. Genau. So war das bei dir auch zu verstehen? Ja, so habe ich das auch verstanden. So hast du es auch verstanden, ja. Nee, okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt bei dir mal abwarten, was da jetzt passiert. Wir haben ja noch jemand, der auch davon betroffen ist, den ich auch gleich noch befragen will dazu. Ja. Thomas, ich sage dir erstmal herzlichen Dank dafür, dass du das so erklärt hast. Und ja, vielleicht hilft es uns ja weiter. Ne? Ja, wir müssen ja irgendwie versuchen, da mal eine Rechnung reinzuholen. Denn das betrifft ja viele. Und viele müssen ja auch wieder nach Hause. Das heißt, sie fahren wieder in Deutschland mit ihrem Gespann. Genau. Und kann das nochmal... Wollte ich auch gerade sagen. Ne? Ich muss ja wieder nach Hause. Ja. Aber wenn die gleichen wiederkommen, dann kann ich ja sagen, also einmal kann man mich ja nur anhalten. Und bestrafen, einmal nur bestrafen. Naja, die wussten ja, dass, ich meine, und gute Fahrt. Wir haben uns auch gesagt, warum sagen die nicht, sie müssen jetzt abhängen oder irgendwie eigenartig. Es ist ja nichts, also gute Fahrt und... Ja. Thomas, alles klar, Dankeschön nochmal und wünsche viel Glück, dass das alles gut für dich ausgeht. Ja, danke. Okay, danke. Danke. Ne? So. Von der Geschichte sind bestimmt einige betroffen, natürlich nicht alle, aber alle Gespanne, das heißt Wohnmobile mit Anhänger, die über 7,5 Tonnen kommen, könnten davon betroffen sein oder sind davon betroffen. Und es geht nicht um gewerbliche Fahrzeuge, es geht einfach auch um private Fahrzeuge und da muss irgendwie Klarheit her. Ich werde jetzt gleich nochmal zu einem anderen Camper gehen hier auf dem Platz, dem das auch passiert ist. Der wird auch darüber berichten, wie es ihm ergangen ist, was die Polizei genau von ihm wollte. Und dann habe ich natürlich auch weiter recherchiert, beziehungsweise ich habe dann einen Bericht oder ein Schreiben vom ADAC liegt mir vor, worin genau erklärt ist, was Sache ist. Und das ist alles ein bisschen schwierig zu lesen, Amtsdeutsch, aber das werden wir gleich am Ende dann auch nochmal sehen. So, jetzt stehe ich hier vor einem weiteren Camper, der auch Erfahrungen machen musste, was den Fahrtenschreiber für Wohnmobile betrifft. Und den befrage ich jetzt mal kurz. Das ist der Frank, das weiß ich schon mal. Hallo Frank, was ist dir passiert? Ja, hallo Hartmut. Wir sind von Sachsen-Anhalt gefahren Richtung Süden und ungefähr auf der Hälfte von Hessen hat uns ein Polizeiwagen überholt und hat uns dann rausgewunken. Und ein sehr freundlicher Polizist, der uns dann sagte, wir halten mehr als 7,5 Tonnen, also
Wohnmobil inklusive Anhänger. Und da bräuchten wir einen Fahrtenschreiber und die blaue Karte, blaue Fahrerkarte. Und das hatten wir beide nicht. Das wäre ein neues Gesetz oder Verordnung oder Bestimmung von der EU. Und er würde jeden rauswinken, der mehr als 7,5 Tonnen hat. Und das kostet dann 750 oder 1500 Euro. Und wir haben eine Anzeige bekommen über 750 Euro. Und der Polizist war sehr freundlich. Der hat uns gesagt, er winkt deswegen jeden raus, damit endlich mal einer vor Gericht zieht, um diese unsinnige Bestimmung zu kippen. Und deswegen haben wir sich an dich gewendet, Hartmut, weil du eine große Community hast, dass wir da vielleicht jemanden finden, der uns da insgesamt den Campern hält. Weil es sind ja nun einige hier im Süden und im März oder wann fahren die alle zurück und die sind dann alle dabei mit 1500 bis 750 Euro. Ja, das ist alles ein bisschen dumm, die ganze Geschichte. Wir versuchen ein bisschen Klarheit zu schaffen. Im Netz haben wir schon vieles gelesen, du wahrscheinlich auch, aber so ganz eindeutig ist das für uns alle nicht. Hat der Polizist dir Näheres dazu erklärt? Also wir werden heute, sobald wir aufgebaut haben, werden wir den Polizisten anschreiben. Er hat uns seine Nummer gegeben, auch seine E-Mail-Adresse und dann lassen wir uns die Bestimmung oder die gesetzliche Grundlage oder was es auch immer ist, genau geben. Und dann kann man Anwälte einschalten, die dann dagegen eingehen, entweder per einstweilige Verfügung oder sonst wie irgendwas. Denn wir müssen irgendwie alle nach Hause kommen. Genau so ist es. Ja, Frank, ich danke dir erstmal für deine Ausführungen. Ich hoffe, dass alles gut für euch und für dich ausgeht. Ja, mehr fällt mir im Moment dazu nicht ein. Oder hast du da noch was auf dem Herzen? Also es wäre gut, wenn sich irgendwie so eine Community irgendwo melden könnte, meinetwegen hier auf dem Platz, wo man mal beratschlagt, wer irgendwelche Verbindungen hat, um das Ganze anzuleiern. Entweder per Gericht, per Anwalt oder wie auch immer. Wir haben da nicht die Möglichkeiten. Ja, ich weiß nur so viel, mein Nachbar, der ist auch davon betroffen, es gibt im Leiner-Forum, gibt es da Informationen dazu, aber wohl auch nicht so eindeutig, dass man sagt, so und so genau ist es. Und ja, dann sind wir alle jetzt mal ein bisschen gespannt, wie es dann weitergeht. Ja, Frank, danke schön für deine Ausführung, wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, den werden wir auch haben und wir werden vor allen Dingen schöne Monate hier haben. Danke dir. Bis dann. Ja, das sind 2 Fälle hier auf dem Platz. Ich denke, es sind insgesamt viel mehr Camper von dieser Geschichte betroffen. Deshalb habe ich auch intensiv recherchiert und habe auch geschaut, wie die gesetzlichen Vorgaben da sind. Sie sind nicht so ganz eindeutig, aber ja, also der ADAC hat da auch eine klare Stellung zugenommen. Die kann ich hier auch nochmal veröffentlichen. Darin geht aber auch klar hervor, es ist ein Fahrtenschreiber erforderlich. Das ist auszugsweise der Text vom ADAC. Den gesamten Text findet ihr unter dem Video im Text. Mein Anliegen ist zu diesem Thema, da Klarheit zu schaffen. Es bringt nichts zu schimpfen oder zu schreiben, das ist Blödsinn, gibt es alles nicht. Wir haben es ja jetzt gesehen, die Camper-Kollegen sind ja betroffen und haben klar Stellung dazu genommen. Und nun wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Freuen würde ich mich über sachliche Kommentare oder vielleicht ist auch jemand dabei, der auch betroffen ist und dann hier vielleicht schreibt. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.